Gemeinsam erschaffen wir ein neues Wir. Wir haben euer Feedback gehört. Viele von euch wünschen sich, Teil der Events von Christina zu sein. Aber nicht jeder kann es sich leisten. Wir möchten, dass jeder und jede mit auch noch so kleinem Einkommen Christina in Zukunft live erleben darf. Und zwar vollkommen kostenlos. Wie das möglich wird? Ganz einfach. Du gehörst zu denen, die das möglich machen. Wir als Kollektiv erschaffen es. Mit deinem kleinen Beitrag von nur 5 Euro im Monat erhältst du in Zukunft also nicht nur wie gewohnt Christinas Botschaften in ihrem Newsletter, du erhältst auch 100% kostenlosen Zugang zu allen Offline-Events und Online-Teilnahmen. Denn dieses Wir ermöglicht es zukünftig allen, dabei zu sein, wann immer sie möchten. Wir betreten damit Neuland und setzen ein einzigartiges Zeichen. Wir erschaffen gemeinsam eine absolute Win-Win-Situation mit einem minimalen Einsatz deinerseits. Doch wo uns diese Reise hinführt? Das liegt ganz allein an euch. Bist du dabei? Dann melde dich doch ganz einfach mit dem Link in der Videobeschreibung an. Also, dass man wie halt das auch nicht vergisst. Und das tut man eben, wenn man nur darauf wartet, dass einem jemand rettet. Ja, denkst du, wenn du hast vorhin Telegram angesprochen und so, denkst du, dass bewusst auch ganz viele solche Meldungen absichtlich ins Feld gesetzt werden, um Menschen so ein bisschen passiv zu behalten? Also es gibt sicher Meldungen, die bewusst darum gemacht werden, aber ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht bewusst machen. Also die glauben wirklich daran, dass die Lichtkräfte physisch alles unter Kontrolle haben und die meinen das auch nicht böswillig, sondern die glauben, das ist die Wahrheit und dann verbreiten die das so. Also die wissen es einfach nicht anders. Und ich glaube schon auch, dass es gute Leute gibt, auch innerhalb vom System, die auch ihres probieren und dem auch nicht zustimmen. Aber diese Art von, sie haben gewonnen und alles ist unter Kontrolle, die sehe ich zumindest nicht. Also einfach so, wenn ich die Welt anschaue, dann kommt es mir halt nicht so vor. Und für die meisten Menschen ist es einfacher, daran zu glauben, dass sie nichts tun müssen, weil dann werden ihre Ängste beruhigt. Hier ist eine Frage, die geht in diese Richtung. Warum übernehmen die lichten Kräfte nicht endlich die Mainstream-Medien, so dass alle Schlafenden noch endlich aufwachen können? Also da steht für mich auch dahinter, ja, die Lichtkräfte, die feinstofflichen Lichtkräfte die müssten doch nur schnippen und dann könnte man das alles doch zum Guten wenden. Warum tun die das nicht? Also das hat sicher verschiedene Gründe und ich kenne da auch sicher nicht alle. Und das eine ist eben das, was ich jetzt gesagt habe, dass halt physisch nicht alles unter Kontrolle von lichtvollen Wesen ist. Und zum anderen haben die Menschen ja auch eine Verantwortung. Also das Bewusstsein der Menschen hat ja auch eine Verantwortung dabei, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist. Und wenn man jetzt morgen sagen würde, alle Menschen sollen nur noch friedlich sein, selbst wenn das ein Gesetz wäre und das würde überall im Fernsehen kommen, wird das trotzdem nicht funktionieren, weil die meisten Menschen in sich keinen Frieden haben. Und die Menschen müssen ja in sich selbst diesen
Frieden und das Gute wollen, damit das wirklich länger auch auf der Erde so sein kann. Und das kann niemand von außen ihnen geben. Das müssen sie ja selber darauf kommen. Also gewisse Dinge sind einfach auch die Verantwortung von uns. Das kann man uns auch nicht abnehmen, weil die Menschheit einfach gewisse Dinge lernen muss, damit überhaupt eine friedliche Zukunft möglich ist. Und das Dritte, was ich mir auch vorstellen kann, dass ja die andere Seite ja sehr gut vernetzt ist und man weiß ja nicht, was die für Erpressungen und Drohungen überall haben. Also es gibt da sicher verschiedene Gründe und das ist alles irgendwie so ein großer Kuchen. Aber diese Vorstellung, dass man selber nichts tun kann und alles zu sonst irgendjemandem schiebt, ich finde das auch seltsam, weil ich glaube nicht daran, dass das so funktioniert. Und ich denke, dass viele Menschen halt so denken, weil sie eigentlich auf einer tieferen Ebene fühlen sie sich ohnmächtig und haben das Gefühl, sie können überhaupt nichts tun. Und dann wünschen sie sich halt, dass jemand kommt und sie rettet. Aber es gibt ja eine Verantwortung, die jeder selber hat. Und die sollten wir auch bei uns behalten. Weil die Verantwortung, die zu uns gehört, die können ja nur wir machen. Die können wir nicht an jemand anderen übertragen. Und ja, dass man das halt wie nicht vergisst. Und theoretisch wäre es ja total einfach, dass gewisse Pläne von der anderen Seite gar nicht aufgehen. Nur schon einfach wenn genug Menschen da einfach nicht mehr mitmachen. Es gab mal ein Beispiel auf Telegram, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber selbst wenn es nicht stimmt, ist das auch egal. Es geht nur um das, was da drin ist. Das in Frankreich, da war ein Einkaufsladen und der hat dann gesagt, dass er nur noch mit Karte bezahlen kann, also dass man da kein Bargeld mehr nutzen kann. Und dann haben eine Gruppe von Leuten, die fanden das doof und haben eine Zeit abgemacht, wo sich alle getroffen haben und sind gemeinsam in diesen Laden und haben alle nur gesagt, sie zahlen mit Bargeld. Und niemand ist darauf eingegangen, dass das nicht geht. Und am Ende hat dieser Laden wieder Bargeld angenommen. Also einfach als Beispiel, dass wir Menschen überhaupt nicht ohnmächtig sind. Das Problem ist einfach, dass das so tief drin ist, dass man ja sowieso nichts tun kann und sowieso alles verloren ist, dass diese Möglichkeit, dass man doch was ändern kann, bei vielen gar nicht mehr da ist. Und dass die Menschen halt ständig gegeneinander sind und nicht zusammen was tun können. Und ich weiß auch nicht, ob sich das schnell ändern wird, aber einfach von der Theorie her
könnten wir uns alle ohne Problem selber retten. Theoretisch. Ob das je passieren wird, das weiß ich auch nicht. Aber einfach theoretisch.